Moin! Heute gibt es dann den ersten offiziellen Teil des Lego Control Plus oder Boost oder Powered Up Programmiertutorials. Heute werden wir aber noch nicht direkt zum Programmieren gehen, sondern uns erstmal so ein bisschen die Struktur von dem Programm angucken, wie es aufgebaut ist. Außerdem, wenn du die vorherigen Teile noch nicht geguckt hast, die heißen dann Basic und nicht Programmiertutorial. Da gibt es auch noch die ein oder andere wichtige Information drin. Von daher solltest du vielleicht die erstmal gucken. Auf jeden Fall, wenn wir die App starten, dann sind wir erstmal in dieser Übersicht hier. Ich habe hier so eine Maus. Man kann natürlich auch einfach den Finger benutzen, wenn man ein Android-Gerät hat, das ein Touchscreen hat. Und man kann hier erstmal zwischen diesen typischen fertigen Optionen auswählen. Also eigentlich sind die ganzen Elemente hier in irgendwelchen Sets drin. Und wenn man eins von diesen Sets hat, dann kann man sich hier eine Sache auswählen, darauf drücken. Manchmal gibt es noch zwei Layouts, dann kann man eins davon auswählen. Und dann gibt es hier eben schon die Option. Hier oben kann man sich dann über Bluetooth mit dem Gerät verbinden, also mit dem Hub. Und dann gibt es eben je nach Set unterschiedliche Optionen. Aber die wollen wir uns gar nicht angucken, sondern so ein bisschen die anderen Optionen. Da gibt es erstmal hier links oben die Einstellungen. Da kann man zum Beispiel die Sprache einstellen oder ob man sich automatisch mit den Hubs verbinden möchte. Und was es für Standardblöcke geben soll, aber dazu gleich mehr. Hier oben können wir dann von Spielen auf Erschaffen übergehen. Und dann können wir hier ein neues Projekt erstellen. Da müssen wir erstmal so ein paar Randdaten angeben. Erstmal hier die Namen vom Projekt. Da gibt es so ein paar Random-Namen. Also hier können wir auch einen eigenen Namen eingeben. Ich bleibe aber bei dem Standardnamen. Dann kann man hier angeben, ob man das Ganze nur programmieren möchte oder ob man steuern und programmieren möchte. Also ob man sozusagen ein Steuerungsinterface oder nur ein Programmierinterface haben möchte. Ich nehme hier jetzt mal den Controller. Dann kann man hier momentan zwischen zwei Interfaces auswählen, aber es wird wahrscheinlich in der Zukunft noch mehr geben. Dann nehme ich jetzt einfach mal das rechte. Und dann sind wir ja schon in dem Steuerinterface. Das lässt sich auch schon direkt nutzen und je nach Konfiguration des Hubs funktioniert es auch direkt so, wie es sollte. Man kann allerdings auch hier oben rechts auf diesen Block hier klicken und dann kommt man zu der Programmierübersicht. Übrigens kann man mit diesem roten Viereck immer das Programm starten. Und hier sehen wir dann so ein kleines vorgefertigtes Programm, was eben dann dafür sorgt, dass das Ganze mit der entsprechenden Konfiguration funktioniert. Hier links oben können wir uns dann wieder mit dem Hub verbinden. Ich habe hier auch einen rumliegen, von daher werde ich den auch direkt mal starten. Da kann man dann raufgehen und sich mit dem eben verbinden. Man kann ihn hier auch umbenennen, wenn man den irgendwie nicht Hub Nummer 4 nennen möchte. Und wenn man das Ganze hier zur Seite schiebt, kann man sich auch wieder entfernen. Und hier kann man sich dann auch noch mit weiteren Hubs verbinden, wenn man den noch mehr hat. Dann gibt es da rechts unten noch so ein paar Optionen. Einerseits die Option, die Blöcke zu kopieren, Sachen rückgängig zu machen oder zu wiederholen. Dann kann man auf die Bilder hier oder auf die aktuellen Blöcke hier fokussieren. Also die Kamera so machen, dass sie alle Blöcke zeigt. Man kann angeben, was für eine Schwierigkeit man haben möchte. Ob man alle Blöcke angezeigt haben möchte, ein paar weniger oder nur ein ganz paar. Ich werde auch zumindest in den nächsten Teilen erstmal nur ein ganz paar Blöcke benutzen. Und dann werden wir uns langsam hocharbeiten. Und dann gibt es hier noch die Option, das Ganze wieder alt zu klappen. Hier oben kann man dann noch das Programm ausführen. Und da kommt man dann wieder zum Gamepad. Und dann sind wir eben in der Oberfläche. Wer schon mal Mindstorms benutzt hat oder Boost, der kennt die Programmiermöglichkeit hier schon. Ich glaube, ich lösche das hier alles mal. Und zwar gibt es hier unten Blöcke drin, die man hier rausziehen kann. Und dann kann man damit andere Blöcke verbinden. Manche sind Startblöcke, die haben links keine Anbindungsoption. Und manche Blöcke, die brauchen eben einen Startblock, um ausgeführt zu werden. Die haben links so eine Anbindungsoption. Und da gibt es dann hier unterschiedliche Kategorien. Erstmal so Bewegungsabläufe, zum Beispiel gibt es hier Startblöcke oder Schleifen oder Warten auf Blöcke. Die Blöcke werde ich alle später nochmal erklären. Dann kann man hier auch zum Beispiel auf Sensoren warten. Man kann Motoren bewegen. Zum Beispiel mit dem Block hier kann man einen Motor an einem entsprechenden Anschluss mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegen. Dann gibt es Blöcke, mit denen man eben das Interface hier, also auf das Interface reagieren kann.
Es gibt so ein paar Soundeffekte und sowas und andere Verzierungen, so nenne ich es mal. Zum Beispiel kann man hier auch die LED steuern oder die Hub-LED steuern oder die LED von dem Farbsensor. Und dann gibt es noch so ein paar weitere Blöcke, wo es eben primär mathematische Sachen gibt. Und hier kann man dann nochmal eigene Blöcke erstellen. Aber das werde ich auch alles im nächsten Teil zeigen. Von daher war es das dann mit diesem Video erstmal. Vielen Dank fürs Zusehen und dann hoffentlich bis zum nächsten Teil.